In diesem Video gibt es 3 coole Profi-Tricks zum Variieren am Klavier. Thomas Forschbach von Werde Musiker hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich halt 3 Tricks mit dir teilen, die ich sehr gerne bei meinem Klavierspiel einsetze, die ich oft einsetze. Nicht unbedingt Sachen, die das Klavierspiel besser machen, aber mehr zum Leben erwecken, einfach weil es Variationen sind, die du einsetzen kannst, aber nicht einsetzen musst, die das Klavierspiel offener klingen lassen, vielleicht auch ein paar andere Stimmungen weckt, halt einfach, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten und zum Leben zu erwecken. Wenn du neu hier bist, check den Link unten in der Videobeschreibung oder überhaupt hier auf dieser Seite. Ich freue mich jederzeit, dich dort zu sehen. Vielen Dank dafür, ich weiß das sehr zu schätzen und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich zeige dir erstmal die kleine Beispielmelodie, die ich hier rausgesucht habe für dieses Video. Das ist die folgende. Ja, und das war auch schon eine Version, in der ich ein paar von diesen Techniken angewendet habe. Ich spiele es mal kurz ohne die ganzen Techniken. Achtung, es sind kleine Unterschiede. Es klingt auch schön jetzt trotzdem, aber anders halt. So, also wie du siehst, die Melodie ist die gleiche. Ich habe auch jetzt nicht zu sehr variiert. Also ich habe jetzt hier nicht der linken Hand irgendwie die Töne tiefer gespielt oder so. Aber ich habe 3 Sachen gemacht. 3 Sachen unterschiedlich gemacht. Und das wären die folgenden. Erstmal, ich habe eine kleine Verzierung verwendet an 2 Stellen oder an einer Stelle vorhin. Und zwar einen Vorschlag. Den Vorschlag hast du bei mir bestimmt schon mal gesehen. Yiruma macht das auch bei River Flows in You natürlich. Da macht er den einmal hier. An dieser Stelle zum Beispiel, aber auch an anderen Stellen. Ja, ein Vorschlag ist eigentlich, wenn es eine Note gibt, nur zum Beispiel das E ist jetzt Melodie. Melodieton, dass eine benachbarte Note, ein benachbarter Ton, das kann das F sein, das kann das D, das kann das S sein, das kann auch sogar das G sein, ja, kurz vorweg gespielt wird, aber so gut wie ohne Betonung, sondern wirklich nur kurz vorweg geschlagen und eigentlich mehr perkussiv, also dass man den Ton gar nicht richtig hört, sondern dass einfach eher das Hammergeräusch, ne, am Anfang, wenn man einen Klavierton anspielt, eine Klaviertaste, schlagen ja die Hämmer gegen die Saite und deswegen ist der Anfang eines jeden Klaviertons ja relativ hart wie ein Hammer. Und genau um diesen Effekt geht es hier, dass wir den nutzen. Und in dem Fall mache ich das hier mit dem D. Ja, du hörst quasi zweimal diesen Hammeranschlag, anstatt nur beim E. So, und wenn du das noch nie gemacht hast, üben kannst du das, indem du dich schon immer auf das E konzentrierst. Das ist die Zielnote. Und jetzt spielst du einmal das D noch kurz mit, aber es geht echt sofort wieder hoch. Das ist wirklich nur... Jetzt bin ich schon gegen das Mikrofon hier gekommen. Ja, die Betonung, ganz wichtig, ist auf dem E, nicht? Ja, das wäre ein sehr, sehr, sehr deutlicher Vorschlag, ein zu deutlicher. Ja, wirklich nur ganz, ganz kurz. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist das jetzt eine hervorragende Übung für dich. Ich habe es von D gemacht, aber wie gesagt, du kannst theoretisch auch von F aus machen. Oder von Dis. Oder von G. Ja, G kann man nehmen, weil es noch Teil des Akkordes ist, hier C-Dur. Theoretisch auch das C, ja, aber in der Regel ist es hier ein wirklich sehr benachbarter Ton. Ich nehme einen benachbarter Ton. Ich nehme hier das D. So ist mit der Melodie, ne? Anstelle von... Ja, es ist wirklich eine Variation, ja. Ich würde nicht sagen, dass das hier unbedingt
das Bessere ist, aber es ist eine Variation. Nämlich zu oft eingesetzt kann das auch schon nervig sein. Zum Beispiel, wenn ich ja, ich finde, das ist ein bisschen zu viel in dem Fall. Ja, also ein- oder zweimal würde ich das wahrscheinlich für die gesamte Melodie einsetzen. Okay, also das war Nummer 1, der Vorschlag. Ich nutze ihn sehr, sehr gerne. Ja, bei sämtlichen Liedern, bei sämtlichen Stücken, die ich spiele, immer als kleines Element. So, Nummer 2 ist ein Akkord, den ich gespielt habe, nochmal komplett die einzelnen Töne zu spielen. Und zwar jetzt bei dem, das ist ein A-Moll-Akkord, ich zeige es jetzt gleich, jetzt kommt der G-Dur-Akkord. Hier ist er und dann spiele ich die Töne einzeln D, G, H. Ja. Und zwar sehr dynamisch, die werden lauter. Lududum, lududum. Ja, von leise nach laut. Ja, nochmal. Achtung. Ja, jetzt habe ich schon laut tatsächlich angefangen. Ich bin zwar noch lauter, oder? Ah, ich bin sogar leiser geworden. Es ist eine Gefühlssache, aber ob ich lauter werde oder leiser, also ich werde auch mal. Ja, das wäre von leise nach laut, aber tatsächlich geht auch. Ich finde es wichtig, dass Dynamik drin ist. Lauter werden oder leiser werden, ja. Oder es kann auch lauter und leiser, je nachdem, wie viele Töne es sind. Nämlich noch eine Variation dazu, dass ich das A noch dazwischen spiele. Das A ist in dem Fall ein Zusatzton, Add 9. Ja, du kennst bestimmt Zusatztöne, hast du schon mal gehört von mir, Add 9 oder die 7, Major 7, 6. Kann man alle hier einbauen. Ja, oder sehe es in dem Fall einfach als Durchgangston. Durchgangstöne sind die Töne, wenn ich hier eine Melodie spiele, von hier nach hier, der Ton, der auf dem Weg liegt. Der Tonleiterton, der auf dem Weg liegt, ne? Ja, und das ist auch schon Punkt 2, die ich verwende. Pass auf, einmal nochmal für dich kurz die Melodie. Ich habe hier erstmal einen C-Dur-Akkord, G, C, E. Spiele das G dann das E. Das ist G-Dur, G, H, D und hier links das H mit H im Bass, G-Dur mit H im Bass. Dann geht's weiter, A-Moll, E, A, C. Die Melodie ist ähnlich wie am Anfang. Ja, nämlich C, E, C und jetzt G-Dur. G, D, G, H. Und hier mache ich das mit dem diesem Zwischenspiel. Dann kommt F-Dur, alles eins tiefer, F, C, F, A. Jetzt als Melodieton das C. Jetzt C-Dur mit E im Bass. Hier ist E, C, E, G. Achtung, jetzt kommt. Das ist ein D-Moll-9-Akkord oder wir können auch der Einfachheit halber sagen, hier oben F-Dur, F, A, C, E, F, F Major 7 mit dem Basston D. Ja, oder D-Moll 9. Dann die Melodietöne D, C und dann der Akkord G-Dur. So, pass auf, ich habe das jetzt relativ schnell erklärt. Ja, weil es insgesamt ein fortgeschrittenes Thema ist hier im Video. Wenn ich das im Detail erkläre, würde es wahrscheinlich zu lang. Wenn dir das zu schnell ging, spule am besten zurück. Es gibt ja die Option bei YouTube oder hier in dem Player auf halbe Geschwindigkeit zu stellen. Ja, das findest du hier irgendwo in den Einstellungen auf dem Zahnrad, glaube ich. Kannst du auf halbe Geschwindigkeit stellen und dir das nochmal genau abschauen, wenn dir das zu schnell ging. Ich möchte nämlich zu Punkt 3 kommen. Und Punkt 3 ist Töne auslassen. So nenne ich es hier mal der Einfachheit halber. Es gibt sehr viele unterschiedliche
Betrachtungswinkel auch, die ich in verschiedenen Kursen auch behandle. Aber hier nennen wir es einfach mal Töne auslassen. Nämlich, wenn ich den C-Dur-Akkord spiele, lasse ich einfach mal das C in der rechten Hand aus. Einfach wirklich ganz zufällig ausgewählt. Nicht ganz zufällig, es ist schon ein mittlerer Ton. Also den höchsten und den tiefsten Ton spiele ich schon. Rein theoretisch kann ich den tiefsten auch weglassen, den höchsten am besten nicht, weil es der Melodieton ist. Ja, aber die Mitte funktioniert eigentlich immer sehr gut. Wenn du jetzt sagst, hey, von C-Dur auch noch den wichtigsten Ton weglassen. Ja, aber der linken Hand spiele ich ja auch das C. Guck mal, was passiert. C-Dur so. Jetzt mal C-Dur ohne dieses C hier. Noch was anderes. Sorry. Nochmal. Es ist ein kleiner, feiner. Aber ich finde, sehr interessanter Unterschied. Es klingt nämlich offener so. Deutlicher würdest du es hören, wenn wir das hier spielen würden. Oder nur die rechte Hand. Ja, der Akkord, die Funktion bleibt beibehalten, aber es wird ein bisschen offener, der Klang des Klaviers. Probier das mal aus. So, das ist auch eine Variation, auch das hier, ne? Ich sage nicht unbedingt, dass es immer schöner klingt, das ist Geschmackssache, aber ich setze das gerne sehr oft ein. Und dann in Verbindung mit dem Vorschlag klingt das dann so. Achtung beim nächsten. Das gleiche, G-Dur. Ich lasse das H hier weg. In der linken Hand spiele ich das H. Was für ein Unterschied, ne? Dann geht's weiter, auch hier. Lasse ich das A weg vom A-Moll-Akkord. Hier spiele ich es einfach mal mit. Muss nicht sein, wie gesagt, ich variiere es auch gerne. Ja, entscheide du selbst. Dann den Aufgang. Beim F-Dur, den spiele ich komplett. Und hier C-Dur mit dem Basston E, lasse ich hier das E in der rechten Hand weg. Und dann hier lasse ich das H weg. Und bei den spiele ich hier gerade komplett. Aber auch das C kann ich weglassen oder das A auch. Oder mal beide. Ja, und schon klingt es ein bisschen offener. Ja, und das sind die drei Möglichkeiten, die das Klavierspiel auch einfach professioneller klingen lassen, weil einfach Variation drin ist, weil einfach das Ganze mehr zum Klingen gebracht wird, mehr zum Leben gebracht wird, weil einfach mehr passiert. Ja, mehr Abwechslung, automatisch immer mehr Leben. Und ich finde, das ist einfach etwas, was Musik total ausmacht. Ja, kommen wir noch. Ich spiele dir nochmal beide konkret vor. Erstmal ohne Variation. Jetzt mit. Ja, also, es gibt keine Regel, an welchen Stellen ich genau den Vorschlag mache, wann ich welche Töne hinzufüge oder nicht. Für den Anfang empfehle ich dir schon, dass du dich entscheidest, dich vielleicht auch genau in dem orientierst, wie ich das hier gezeigt habe und anschließend im nächsten Schritt das dann aber auch nochmal selbst für dich ausprobierst. Also, ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt, freue mich immer von dir zu hören. Ganz viel Spaß beim Üben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.